Hallo und einen schönen Herbstanfang. Liebe Grüße aus Japan. Ich bin die Margarete de Leudl von japanischlernen.at und die Sommerpause ist vorbei. Die Urlaubszeit bei den meisten Leuten wahrscheinlich auch. Es ist Zeit für neue Videos, für wieder mehr Japanisch lernen. Deshalb gibt es heute ein ganz besonderes Video, ein Interview. Das habe ich eigentlich so jetzt in dem Sinn, naja, es gibt doch schon ein paar Interviews schon. Aber worauf ich noch hinweisen möchte ist, in einer Woche beginnt die nächste Japanisch-Lern-Challenge für komplette Anfänger. Sie dauert wieder 4 Tage und du kannst dich anmelden unter www.japanischlernen.at also Starter also Bindestrich, Gedankenstrich, Japanisch, genau, Starter-Japanisch. Genau, und dort kannst du dich anmelden und wir lernen gemeinsam innerhalb von 4 Tagen die einfache Sätze, wie du die selbst bilden kannst, wie das mit der japanischen Grammatik funktioniert, wie das mit der Aussprache funktioniert, wie du dich selbst vorstellen kannst, wie das mit deinem Namen funktioniert auf Japanisch und noch viel rundherum, was die japanische Kultur betrifft. Ich freue mich, gemeinsam mit meinem Team dich zu unterstützen und vielleicht sehen wir uns ja. So, und jetzt zum Interview. Heute ist dabei die Alina von Catmint, und zwar ist der Catmint ist ein Verlag. Genau. Ja, was bringt die Alina heute zu uns? Alina, magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist denn du? Was machst denn du? Warum bist du denn heute bei uns hier? Ja, hallo, ich bin die Alina, wie die liebe Manuela schon gesagt hat. Ich bin hier, weil ich ein Buch geschrieben habe, so eine Sweet Seasons heißt das. Das ist ein Buch für Pralinen. Im Manga-Stil. Im Manga-Stil. Ah, jetzt wissen wir, worum es geht. Ja, genau. Nein, also wie gesagt, ich bin die Alina, ich bin 27 Jahre alt, ich habe ein Buch geschrieben, deswegen bin ich hier. Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Kein Problem. Ja, genau, die Pralinen. Wie kommst du zu Pralinen? Also machst du das als ist das dein Beruf oder wo kommen die Pralinen her? Ja, holpriger Start, es tut mir leid. Ich bin Konditorin. Also ich habe gelernt in Wien und meine Leidenschaft, aber seit meiner Lehre quasi war halt immer mehr oder weniger bei den Pralinen hauptsächlich. Dort habe ich dann auch im Endeffekt am längsten gearbeitet. Und es war ja grundsätzlich gar nicht so geplant, dass wir ein Pralinenbuch machen, sondern es sollte eigentlich ein Dessertbuch werden. Und das Pralinenbuch war dann eigentlich als Spin-off geplant, aber vor dem eigentlichen Buch, das noch nicht erschienen ist. Was noch nichts kann noch werden. Ja, genau. Also wir stehen nicht so auf normale Reihenfolgen, deswegen das Kleine zuerst. Ja, das kleine Feine. Ja, genau. Und deswegen Pralinen. Deswegen Pralinen, ja. Ich weiß jetzt nicht, die Leute, die das jetzt anhören, was sind denn eigentlich Pralinen? Also wahrscheinlich kennt man diese, was war das überhaupt? Die Werbung gibt die noch überhaupt? Was waren das? Wie hat das geheißen? Diese langen Schokodinger da. Duplo. Ja, genau. Die längste Praline. Aber was ist eigentlich eine Praline? Kannst du da irgendwie was dazu erzählen, was dann so unter Pralinen fällt? Wo kriegt man das eigentlich her? Also kriegt man das nur beim Konditor oder kann man das auch woanders kaufen? Oder wie kommt man dazu eigentlich? Pralinen sind jetzt mehr oder minder gesagt so kleine Schokodinger, also Schokolade, die halt so groß, also keine Riegel. Also nicht so wie genau, ja. Ja, ich meine, kann man sich ja auch als Praline definieren, aber ja, und die sind halt 1-2 Zentimeter so in die Richtung, so quadratisch eher so, oder ja. Ja, verschiedene Formen, Hörnchen und Kipferl und was weiß ich was. Aber die sind halt so Schokoladedinger und die sind halt dann gefüllt mit irgendwas, entweder mit noch mehr Schokolade oder mit irgendwas Fruchtigen oder Alkohol. Ich meine, es gibt jetzt auch, wir haben da drin zum Beispiel auch 2 Rezepte für Gelee-Pralinen, die sind halt dann in dem Fall nicht mit Schokolade überzogen, das sind halt dann wirklich nur so kleine Konfektstückchen, die man sich halt so mit einem Happen in den Mund schmeißen kann und dann je nachdem, man kann sie zerbeißen, man kann sie zerlutschen, wie es einen gerade freut. Das sind Pralinen, werden halt dann meistens auch sehr teuer verkauft.
Ja, ja, weil sie halt genau. sehr, sehr edel. Ähm, ja. Mhm. Gibt es natürlich auch beim Billa, sieht man ja dann immer wieder bei der Schokolade, die halt die hübschere Schokolade, Die die hübschere, die genau, die Verpackung, schön das eingepackt, ne? Ganze. Genau, Mhm, mhm, das mhm. sind Pralinen. Und ist das schwierig zum Herstellen? Also wenn jetzt zum Beispiel, also für wen ist denn das Buch eigentlich? Ist das jetzt für jemand, der, keine Ahnung, schon mal sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat? Oder ist das eher für Leute so wie ich zum Beispiel, die noch nie eine Praline also die nur die Praline vom Essen kennen? Für wen ist denn das Buch eigentlich? Also Ich was, sag mal, es ist natürlich schon leichter, wenn man es schon mal gemacht hat, ist eh klar, wie bei mhm, jedem anderen Ding auch. Aber es ist grundsätzlich so geschrieben, dass man es quasi von Null auf lernt. Also es steht dann wirklich dabei, wie man Schokolade richtig temperiert, was ja grundsätzlich wichtig ist, dass das dann im Endeffekt auch was gleich schaut und überhaupt aus der Form rauskommt. mhm, Ähm, mhm. also es wird wirklich alles genau beschrieben, so deppen einfach, sage ich halt Mhm, jetzt mhm. mal. Ähm, Braucht man da irgendwelche Ausrüstung? Also braucht man irgendwas Spezielles vom Geschirr her oder von der Ja, Ausrüstung? das kommt auf die Praline an. Also wenn es jetzt wirklich so schöne Formpralinen werden sollen, dann braucht man halt natürlich schon Pralinenformen. Es Mhm, gibt dann aber mhm. halt auch welche, die man quasi vorher am Blech vorbereitet, dann einfach nur irgendwie ausrollt, schneidet und dann Mhm. in Schokolade eintunkt. Da braucht Ah, man halt dann Schüssel und Herd, um die Schokolade zu erwärmen. Also Dinge, die man okay. eh zu Hause hat, sage ich Ja, jetzt ja. einmal. Aber Weil es das, wird halt eben auch alles mhm. beschrieben. Okay, weil du sagst temperieren, da braucht man wahrscheinlich dann auch ein Thermometer oder so, damit man dann auch schauen kann, ob die Schokolade heiß oder warm genug ist oder so. Ich weiß nicht. Ja, Braucht man, ja, wäre ja. vom Vorteil. Ich meine, eine Schokolade sollte sowieso nicht wärmer als 40 Grad maximal werden. Also es gibt ja auch diese Stirnthermometer, diese Fieberthermometer, die man nur dranhält. Das Ja. funktioniert im Grunde auch, wenn man da ein bisschen umrührt und dann einmal das so reinmisst mit diesem Infrarotteil, weil ja mittlerweile auch viele Leute zu Hause. Aha, okay, okay. Mhm. Sind halt dann, Fieberthermometer. ja, habe ich auch schon mal gemacht. Also es Ja, funktioniert. Ich meine, die sind halt dann von der Genauigkeit her natürlich nicht so gut, ja, aber es funktioniert. Es ja. reicht, wenn man es jetzt nicht beruflich macht. Okay, na interessant, interessant. Okay. Mhm. Gut, also jetzt haben wir geklärt, was Pralinen sind. Wie sind dann jetzt diese Manga-Charaktere dazugekommen und welche Charaktere sind denn das jetzt überhaupt? Also, Ja, wer? das mit den Manga-Charakteren ist eine lustige Geschichte. Also es war ja grundsätzlich so, ich habe mir gedacht, okay, ich will ein Pralinenbuch machen und das war halt dann die Zeit, wo ich wirklich ganz stark auch auf Convention, also als Gast unterwegs war. Mhm. Ähm, und ich habe dann irgendwann mal mit einer Freundin gescherzt, dass es ganz lustig wäre, so, weiß ich nicht, halbnackte Männer, die backen. Also ein doppeltes Eye Candy sozusagen, ne? Eins zum Essen und eins zum Machen. Ja, ganz genau. Und aus diesem Scherz ist dann irgendwann eine Idee gekommen. Und wir haben dann gesagt, ja, okay, warum nicht? Wir machen das jetzt einfach. Und das war dann auch die Zeit, wo Boys Love gerade so ganz Ah, aktuell war. Und okay. natürlich sind wir da natürlich auch ein bisschen reingefallen in das Na, Ganze. sowas aber auch. Kann man nichts machen. Passiert, hoppla. Ja, und dann haben wir gesagt, na, wieso eigentlich nicht? Wir machen das. Um da ein bisschen einen roten Faden reinzukriegen, haben wir dann gesagt, wir wollen das in Jahreszeiten gliedern. Weil mir ist das bei den ganzen Büchern immer so ein bisschen auf die Nerven gegangen, dass ich gesagt habe, okay, wir haben jetzt Sommer, ich würde gerne ein Dessert machen, das zum Sommer passt. Und dann Mhm. muss ich erst einmal blättern und schauen, weil das dann nicht nach Alphabet oder nach Zutaten geordnet ist. Mhm. Dann hast du wieder irgendwas, was halt saisonal überhaupt nicht dazu passt. Ja, Haben wir gesagt, okay, wir gliedern es nach Pralinen, dass ich weiß, okay, draußen ist es heiß, ich schaue einfach in einen Teil mit dem Sommer und dann suche ich mir da raus, was gerade passt. ja. Das war halt für uns dieser rote Faden. Und dann wollten wir, dass diese Jahreszeiten eben von verschiedenen Manga-Charakteren repräsentiert werden. Das heißt, wir haben 4 Hauptcharaktere, Mhm. die das quasi das Ganze präsentieren. Mhm. Da haben wir, und man darf die Namen bitte nicht auf Deutsch übersetzen, weil es ist eine einzige Katastrophe. Jetzt bin ich gespannt. Du darfst da nicht zuhören, bitte. Wir haben da einerseits, hoppla, Entschuldigung, den, wie heißt der? Ketsuro Haru, Mhm. wenn ich Okay. das schön ausgesprochen habe. Das musst du Ja. bitte sein. Ja. Dann haben wir den Businessman, den Nikolai Oh. Verao.
Ist jetzt nicht japanisch. Das ist nicht japanisch, aber ja. Das ist der Sommer. Dann haben wir den Herbst, das ist der Rakuyo-Aki. Okay, ja. Und also Hare und Aki ist aber japanisch, ne? Da haben wir schon die Jahreszeiten. Ja. Genau, und der Yukio-Fuyu. Ah, okay. Ja, das passt natürlich das perfekt. Ne? Früh und Yuki, der Schnee. Wunderbar. Ja, genau. Also die Namen sind natürlich immer gewählt. Also der Nikolai Verao, das ist halt jetzt in dem Fall kein Japaner, aber da ist der Name auch so gewählt, dass Verao ist, glaube ich habe es ehrlich gesagt vergessen, weil die Idee nicht von mir kommt. Ich glaube, es war Portugiesisch. Angaben ohne Gewehr. Okay, verstehe. Ist halt dann der Sommer. Ja. Interessant, okay. Das heißt, und wenn man da jetzt so das Buch durchblättert, dann sieht man da schöne nackte Männer sozusagen und dann die Rezepte sozusagen dann immer passend zur Jahreszeit. Genau. Ich kann es dir auch zeigen, wo ist der Herr Rakuyo. Rakuyo, der hat sich immer als Liebling herausgeguckt, das ist er. Ah ja, also das ist ein bisschen so dämonmäßig, sehe ich da, ne, mit den Hörnchen. Ja, genau. Ah ja, und Sixpack hat er natürlich auch, ja, sehr schön. Natürlich, muss sein. Muss natürlich, ja, bitte. Also wir sind ja immer für Body Positivity und jeder Körpertyp passt, aber es ist halt im Moment leider das, was sich verkauft. Da bin ich ganz, ganz ehrlich, es tut mir leid. Im nächsten Buch gibt es eine andere Positivity für Body, ne? Ja, ganz genau. Ist sogar geplant. So na bitte. Das heißt, also, wenn du jetzt aussuchen könntest, wer soll jetzt in dein Buch, wer ist denn dein Zielpublikum? Also wer wird jetzt am happy, also wer soll das Buch kaufen? Also wenn du jetzt sagst, was für Person soll das sein? Wer? Das ist vielleicht jemand, der, keine Ahnung, wie heißt der Anime, beziehungsweise Manga? Der Koch, wie heißt der? Fällt mir der Name gerade nicht ein. Ich weiß, Shokugeki no Soma. Ja, genau. Also vielleicht, keine Ahnung, also das muss ja jemand sein, der auch auf Anime- und Manga-Figuren steht, ne? Weil irgendein, sage ich mal, keine Ahnung, ein 40- oder 50-jähriger Mann, keine Ahnung, oder Frau, die sich mit ihm überhaupt nicht auseinandergesetzt hat, wird das wahrscheinlich nicht mehr anschauen, sage ich jetzt mal. Ne? Also, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das stimmt, wobei ich aber sagen muss, dass ich überraschend viele Verkäufer, also halt Privatverkäufe, wenn man halt so irgendwo auf Ständen gestanden ist auch, oder Leute, die man jetzt so persönlich nicht kennt, also wenn es die Oper abkauft, ist das natürlich das eine, aber es sind dann tatsächlich auch andere Leute zu mir gekommen im, ich sage mal, höherem Alter, die gesagt haben, oh, Pralinen, voll gut. Ich meine, die haben halt dann die Figuren darin eher weniger interessiert. Okay. Aber dass halt das Buch anscheinend viele auch wegen den Rezepten gekauft haben. Was ja für so ein Buch eigentlich relativ ungewöhnlich ist, weil das Konditorwesen und das Manga-Wesen, ich sage, das passt ja nicht wirklich zusammen. Und wenn da jetzt ein hochprofessioneller Konditor dieses Buch sieht, dann wird er das wahrscheinlich nicht unbedingt für seriös halten. Ja, mag sein. Außer er steht auf Manga. Ja, klar, aber selbst dann ist es immer noch gesagt, dass, weiß ich nicht, das ist halt, dann schaut halt sehr kindlich aus. Viele finden ja, dass Manga immer noch Kinderserien sind, also Anime. Ja. Das heißt, wenn der jetzt das in die Hand nehmen würde und aufmachen würde, würde dann sagen, oh, schaut gar nicht so schlecht aus. Also hätte ich mir jetzt nicht erwartet, dass da jetzt solche Pralinenrezepte drinnen sind, oder was würde dann? Also ich sage mal, wenn es jetzt wirklich ein erfahrener Konditor ist, vermutlich nicht, weil wir hatten mit dem Buch ein bisschen einen Zeitdruck. Das heißt, wir hatten auch mit der Pralinenherstellung und mit der Rezepterstellung ein bisschen einen Zeitdruck. Und es ist jetzt dann, ich meine, es sind keine Fotos drinnen, es ist ja alles gezeichnet, aber halt eben anhand von Fotos. Und es ist halt dann teilweise schon, dass bei den Pralinen zum Beispiel also von den Zeichnungen her, die Wände, diese Schokowände relativ dick sind für das, was ein professioneller Konditor halt machen würde, einfach weil wir keine Zeit hatten, um das noch einmal zu machen, schöner. Deswegen könnte man vermuten, okay, das hat irgendein Laie gemacht, was aber in dem Fall vollkommen egal ist, weil wir das einfach nicht für die Konditorklasse geschrieben haben. Ja, ist klar. Okay, also ein Hobbykoch, Hobbybäckerin, Bäcker, was auch immer, der gerne Kuchen bäckt vielleicht und jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr mit Schokolade oder sowas machen möchte. Oder was mir gerade einfällt, habt ihr vielleicht irgendwas so Valentin-mäßiges dabei, irgendwie sowas in die Richtung?
Natürlich. Natürlich, na bitte, na schau, da haben wir es ja schon, ne? Also das Buch war ja, wir wollten es ja damals rechtzeitig zum Valentinstag herausbringen und wir haben dann so Arztgelee in Herzform. Oh, sehr schön. Ja. Also ja. Also wer sozusagen da mal ein bisschen sich ausprobieren möchte, was er gesehen hat in irgendwelchen Anime-Folgen, das ist eine Valentinsfolge oder so, dann kann er da mal ein bisschen ausprobieren, Genau. in Herzform. Na, sehr schön. Ja. Okay. Ja, und der Grund, warum du heute im Podcast dabei bist, ist nämlich, weil man jetzt wie viele Bücher möchtest du verlosen? Also es gibt ein Gewinnspiel und die Alina verlost da das Buch von ihr. 5. Okay, gut. Das heißt, 5 Leute können so ein Buch gewinnen. Was muss ein Teilnehmer machen, damit er teilnehmen kann? Das ist eine gute Frage. Ja, im Grunde einfach nur uns eine E-Mail schreiben an info@catmint.at. Okay. Und was soll drinnen stehen? Name, Adresse wahrscheinlich? Ja, eine Adresse wäre nicht schlecht, wenn man das Buch auch erhalten will. Ja, Name, Adresse, Anschrift. Ich freue mich immer drüber, einen Witz zu lesen oder eine schöne Nachricht. Ist jetzt kein Muss, aber wäre natürlich dann auch nett, wenn die Person, die das Buch dann gewonnen hat, dann vielleicht ein Foto von sich mit dem Buch macht und vielleicht dann auch irgendwo dass man die Erlaubnis hat, vielleicht, dass man das Foto dann vielleicht verwenden kann. Das vielleicht ja, da würden wir uns natürlich sehr freuen. Genau, aber ja, kann man ja machen, wie man möchte. Genau. Gut. Ja, wie lang ist die Frist sozusagen für die Teilnahmefrist? Wie lange lässt das laufen? Ein Monat circa vielleicht? Ja, klingt ganz gut. Also ich habe gesagt, ja, jetzt in der Mitte Ferien, vielleicht bis Ende September, vielleicht? Ja. Das heißt, der September hat 30 Tage, glaube ich. 30. Ja, genau, 30. September. Ja. Gut, das heißt, jeder, der Interesse hat an dem Buch, einfach eine E-Mail schicken an die Alina, dass er teilnehmen möchte mit der Adresse und dann drücken wir die Daumen, dass du einer der Gewinner bist. Yes. Mit den schönen nackten Männern. Genau, halbnackt. Also schade. Verstehe. Das ist dann müsste eine nicht jugendfreie Variante auch noch anbieten. Ja, ja, es gab ja, Fun Fact, es gab ja die Idee, dass dann in dem neuen Buch gibt es ja halt dann einige Stellen, die dann quasi so schön zensiert sind. Und dass wir dann für über 18-Jährige extra Sticker anfertigen, die halt quasi genau auf diese Balken oder was drauf passen, dass man dann das Buch so entjugendfreien kann. Das ist mal genau die andere Richtung sozusagen, verstehe. Genau. Ja. Wunderbar. Ja, was kostet das Buch eigentlich? Im Moment sind wir bei 20 €. Und wo kann man sich das bestellen? Wie kriegt man das Buch, wenn man das haben möchte? Überall. Also man kann es natürlich über den Webshop, man kann auch über Amazon, man kann auch zum Lieblingsbuchhandlung gehen, sei es jetzt ein Thalia oder die Buchhandlung um die Ecke. Wenn sie es nicht lagern haben, dann können sie es bestellen. Also man kriegt es grundsätzlich im deutschsprachigen Buchhandel überall. Okay. Magst du vielleicht noch ganz kurz ein bisschen darüber erzählen, wie das war, das Buch? Also das ist jetzt, glaube ich, das erste Buch, das du da sozusagen gemacht hast, oder hast du da schon irgendwie Erfahrung? Wie war denn das für dich? Ja, es war lustig. Also das Buch hat es schon vor dem Verlag gegeben. Also schon allein die Idee von dem Buch hat es vor dem Verlag gegeben. Es war halt dann so, dass das Veröffentlichen eigentlich mehr Spaß als das Schreiben gemacht hat und deswegen haben wir dann eigentlich den Verlag gegründet. Ja, aber das Schreiben an sich, das war sehr lustig. Es ist mein erstes Buch. Es war auch sehr chaotisch mit den Illustratorinnen. Die haben beide noch nicht so große Projekte gemacht, deswegen waren wir dann ein teilweise sehr unkoordinierter Haufen. Hat aber dann im Endeffekt auch ganz gut geklappt. Das Witzige daran ist, also man merkt teilweise, dass auch einige Rechtschreibfehler, oder wir haben da auch, da bin ich jetzt mal, da spreche ich jetzt eigentlich gegen mich, aber ich bin halt dann, das ist immer so eine lustige Geschichte, die man erzählen kann. Da gibt es irgendwo so einen Grafikfehler. Ja, zum Beispiel da mit den Gabeln, sieht man das? Oder die Gabel und dann da teilweise die einzelnen Buchstaben bzw. Wörter. Ja.
Aber das liegt einfach daran, dass wir dann halt einen extremen Zeitdruck hatten. Ja. Ich war schwanger mit meinem ersten Kind damals und wir wollten unbedingt noch dieses Buch vor Valentinstag fertig haben. Das heißt, wir mussten das irgendwann so Mitte Jänner in den Druck geben und es war halt dann noch Mitte Jänner der Geburtstermin für meine Tochter. Genau, und wir haben dann, also wir hatten es eigentlich schon in den Druck geschickt und haben dann noch eine E-Mail gekriegt, dass halt ein paar Sachen noch nicht gepasst haben mit irgendwelchen Daten und Bilddateien. Das haben wir dann noch geändert und wir hatten dann aber an dem Termin, an dem Tag einen Termin im Krankenhaus zur Geburtseinleitung, sage ich halt jetzt einmal. Okay, und wir haben dann so eine Stunde vorher noch diese E-Mail gekriegt und haben gedacht, okay, ich werde jetzt die nächsten paar Tage keine Zeit haben. Wir wollen das bitte vor Valentinstag noch haben. Das muss jetzt erledigt werden. Dann bin ich noch am Computer gesessen, habe das halt noch schnell alles runtergetippt, alles irgendwie. Also, ja, wir sollten jetzt ein Kind kriegen, gehen. Dann haben wir das noch schnell abgeschickt, ohne dann nochmal groß drüber zu schauen. Ja. Man merkt es manchmal ein bisschen, aber selbst wenn wir es jetzt neu auflegen würden, ich würde da ehrlich gesagt gar nicht viel dran ändern, einfach weil ich persönlich diese Geschichte halt einfach so schön finde. Und es ist halt dann, es macht es irgendwie, es macht es meiner Meinung nach echt und man merkt halt einfach, es ist ein Erstlingswerk, aber da bin ich stolz drauf. Und das gehört einfach so. Ja, also ich meine, es ist ein Buch, also ein perfektes Buch, wird man irgendwo finden. Also ich habe jetzt noch nie wo ein Buch gelesen, wo nicht irgendwo ein Rechtschreibfehler oder irgendwas, also auch das Buch, das Japanisch lesen für Anfänger, das sind auch, also wir haben es dann noch mal ein paar Sachen dann ausgebessert im Nachhinein, weil es mit Amazon die Kindle-Variante, also die Variante so einfach ist, dass man das dann nachher noch machen kann. Aber wenn sie sagt, dass es jetzt nur die Druckvariante gibt und da gibt es nur diese eine Auflage, da sind immer irgendwelche Fehler drin. Also da können es noch so viele Leute Probe und Korrektur lesen. Es wird immer irgendwo was sein und das, ja, durch Japanisch schon, nein, es ist halt so. Ne? Ja, es gehört dazu. Ich lese es auch oft in vielen, vielen Autorengruppen, wo halt dann Leute schreiben, na, wenn sie einen Rechtschreib- oder Grammatikfehler finden, dann können sie das Buch nicht mehr ernst nehmen. Wo ich mir denke, bei einem kein Roman, Buch, das sie ernst nehmen können. Erst. Eben. Ich denke mal, vor allem gerade bei Romanen, die dann, weiß ich nicht, 500 Seiten schwer sind, dann mal keinen einzigen Tippfehler zu machen, ist echt hart. Also, wer das schafft, meinen größten Respekt, aber... Ja, also das ist... Da muss schon ein riesiger Konzern dahinter sein und ganz, ganz viele Leute, die das Probe lesen. Weil, ja, also ich weiß nicht, wie viele Leute dein Buch Probe gelesen haben, bei mir waren es sicher 20 Leute, die das Probe gelesen haben. Da sind immer noch Sachen dann drinnen gewesen, die dann halt die Leser dann gefunden haben und mir dann geschickt haben. Schau mal da auf der Seite, das ist irgendwie, und da steht, ja, stimmt eigentlich. Also ja, natürlich. Ja. Ich meine, es ist halt dann schon so, dass wir uns dann im Verlag in späterer Folge erst dann auch Korrektorat und Lektorat leisten. Aber das ist halt in einem Erstlingswerk nicht. Ja, genau. Man lernt halt aus jedem Buch, genau. Das ist ja das Schöne dran. Genau. Ja, wunderbar. Gut. Ja, also für alle, die sich Pralinen machen, sagt man Pralinen machen, Pralinen backen, Pralinen designen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nie, ob ich es jetzt als Dessertbuch titulieren kann. Es ist... Ja, ich weiß es selber nicht. Also es ist was Süßes drinnen, ja, und es gibt halbnackte Männer, genau. Genau, richtig, halbnackt. Im Manga-Stil, genau. Das ist, genau. Ja, dann, liebe Alina, vielen Dank, dass du heute im Podcast dabei warst. Und ja, vielleicht schaue ich mal, dass ich mir da auch das Buch, vielleicht ist es eben dann für nächsten Valentin einmal, ich auch einmal da ein bisschen dran mache an Schoko und Herzchen. Und ob es mein Mann ist, das weiß ich nicht. Ja. Das war mich selber. Die Männer auf jeden Fall, ja. Ja, aber im Notfall, das Buch ist ja auch super zum Valentinstag, zum Herschenken, wenn wir sagen, na, da schau ein Pralinenbuch, jetzt kannst du mir Pralinen machen. Genau, ja. Als Payback dann für den White Day, dann einen Monat später dran, ja, für den Männer. Ganz genau. Ja, magst du noch irgendwas sagen? Ja, dir auf jeden Fall danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, ich bin schlecht in Abschlussreden. Wir warten dann auf das nächste Buch, ne? Wie viel nackte Haut oder was man da dann sieht, ne?
Genau, also geplant sind ja ganze Comic-Reihen sozusagen mit ein bisschen mehr expliziten, zensierten Szenen. Aha. Ja, mal schauen, wie lange das Buch noch auf sich warten lässt. Vor 2 Jahren haben wir gesagt, es dauert noch ein Jahr. Es ist halt schwierig, wenn man den Verlag dann auch hat, dass man dann wirklich zu Dingen kommt, das eigene Projekt weiterzuführen. Ja. Es kommt mir alles bekannt vor. Ja, aber es wird alles. Genau, langsam, aber stetig. Genau. Ja, wunderbar. Ja, Anna, vielen herzlichen Dank für das nette Gespräch. Es war das erste Mal, jetzt mit jemandem gesprochen habe, der auch ein Buch veröffentlicht hat und das sogar einen Verlag hat. Also Verlag habe ich noch keinen, ja. Was nicht ist, wir sind offen. Genau, Japanisch lernen mit halbnackten Männern, ja. Ja, ich meine, wir haben im Verlag sowohl 16-Plus-Zeug als auch Kinderbücher. Also wenn man schafft, es zu trennen, dann... Ja. Eine Freundin von mir hat das mal ganz gut gesagt, das eine resultiert aus dem anderen. Also, stimmt, ja. Ohne halbnackte Männer gibt es keine Kinder. Also. Genau. Ja, vielen herzlichen Dank. Angelina, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Beitrag. Ja, matane, tschüss und danke fürs Zuhören. Tschüss.